Es sind gerade sehr interessante Zeiten, meine lieben Zuschauer. Fast täglich gibt es auf den einschlägigen News-Websites Bilder von Sets aus 2022, teilweise auch Teileanzahlen, Setnummern, was allerdings noch nicht an die Oberfläche getreten ist. Und das hat mich auch zu diesem kleinen Sondervideo bewegt. Übrigens, Rita ist da, aber die kümmert sich gerade um den Kleinen. Sie hat gesagt, wir sollen das Video alleine machen. Lego hat noch keine Züge für 2022 angekündigt. Es scheint so, als würden die beiden Zugsets, die es jetzt gibt, die 60197 und auch die 60198, vom Markt gehen. Jedenfalls, wenn man bedenkt, dass Lego in den vergangenen Jahren alle 4 Jahre neue Züge rausgebracht hat und die letzten kamen eben Anfang 2018 auf den Markt. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass, wenn Lego den Produktzyklus beibehält, wovon ich stark ausgehe persönlich, dass wir Anfang 2022 wieder einen Personenzug sehen werden, wahrscheinlich wieder in dreiteiliger Konfiguration mit einem kleinen Bahnsteig, so wie es jetzt immer war in letzter Zeit, und ein etwas größeres Güterzugset, wo vielleicht wieder irgendein Kran, ein Gabelstapler, vielleicht auch ein Abstellgleis und ein kleiner Lastwagen mit dabei ist. Das wäre interessant, wenn wir dazu demnächst mal Informationen bekommen würden, und dahingehend auch eben dieses Video hier, weil ich euch fragen wollte, was ihr denn so denkt, wie Lego da in Zukunft vorgehen wird. Ich habe schon ein paar Gerüchte gelesen, es soll entweder wieder eine gelbe Lokomotive beim Güterzug werden, der Passagierzug soll wieder mal im klassischen ICE-Look in weiß gehalten werden. Wer weiß, ob das stimmt. Dieses Mal haben sie nämlich ein bisschen diese Reihenfolge an Farben durcheinander gebracht mit dem orangenen Passagierzug, denn sowas gab es überhaupt noch nie. Was aber vielleicht noch viel interessanter ist, ist das Faktum, dass ja auch das Krokodil, das braune, auf vielen EOL-Listen drauf ist. Es wird zwar jetzt auch bei Müller verkauft und an anderen Premium-Partnern, aber es soll vom Markt gehen. Und soweit wir gehört haben, war das Krokodil ein großer Erfolg. Es war ja unter diesem 18-Plus-Label Lokomotiv Collection oder wie auch immer man das nennt, mit der schwarzen Schachtel, hat sich großer Beliebtheit erfreut in der A-Fold-Szene, bestimmt auch bei vielen Jugendlichen, nehme ich an, oder vielleicht auch sogar Kindern. Und jetzt geht es vom Markt. Wird es da eine Nachfolge geben? Wir hätten ja eigentlich damals, wie das Set voriges Jahr rausgekommen ist, hätten wir gehofft, dass da ja jetzt mehr kommen wird, und zwar in Form von zusätzlichen Waggons. Vielleicht auch haben wir geträumt von irgendwelchen Service-Geschichten wie einem Lokschuppen oder einem Bahnhof oder Zugwaschanlage. Ihr wisst, was ich meine, so wie damals eben in der 9-Volt-Ära, oder ganz einfach ein paar zusätzliche Waggons. Das wäre doch eigentlich nett gewesen. Ich denke, so wie ich das jetzt einschätzen kann, testet Lego jetzt gerade wieder mal ein bisschen den Markt. Ich meine, sie wurden ja auch mehr oder weniger dazu gezwungen, die Konkurrenz schläft nicht. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was die alternativen Klemmbausteinhersteller, Bluebricks und wie sie alle heißen, an Lokomotiven, an Waggons, an Zugsets generell rausbringt, und auch wie beliebt die sind. Also es ist da anscheinend ein Markt da an Zugenthusiasten, die auch gleichzeitig gerne mit Klemmbausteinen spielen, dass manche Firmen dazu angeregt werden, eigentlich wie wahnsinnig Zugsets zu produzieren. Da kommen teilweise monatlich neue, sogar teilweise lizenzierte Zugsets raus, und Lego verpasst den Zug da irgendwie im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind da sehr gespannt, ob die Krokodilgeschichte da nur so ein bisschen ein Testen des Wassers war, wie man so schön sagt, und ob da jetzt 2022 vielleicht mehr kommt. Wir würden uns natürlich eine eigene Zugserie wünschen, ähnlich wie ja auch die ehemaligen Creator-Expert-Serien jetzt unter Fairground Collection rauskommen, wo wir ja jetzt diesen Freifallturm haben, oder auch die Modulars natürlich. Wenn da mehr kommen würde, ich bin kein Marktanalyst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da viele Interessenten geben würde. Es hat Tommy Seabricks, glaube ich, war das, der mit diesen Leaks rausgekommen ist. Ich blende euch ein paar Bilder ein. Der hat einerseits neue Verpackungen für die Schienen rausgebracht.
Das hat sich allerdings leider alles als Falschmeldung, das waren seine Kreationen, herausgestellt. Er hat also erstens mal die Schienenpacks neu designt, dass es jetzt zum Beispiel auch längere Geraden gibt und Geraden in einem einzelnen Paket natürlich. Und dann hat er den Emerald Knight neu auflegen lassen, was ein Set ist, was wir uns gut vorstellen können, dass der gut laufen würde, ist ein bisschen optisch angepasst. Habt ihr euch mal angesehen, wie viel ein Emerald Knight heutzutage kostet? Diese Preise sind, also von Monatsmieten kann man da gar nicht sprechen, die sind astronomisch gestiegen, diese Sets. Bricklink ist zum Teil leergefegt mit den Zugsets, da kann man monatlich schauen, wie die Preise raufgehen bei den nicht nur ganz beliebten Sets wie beim Emerald Knight oder Smaragd Express, wie er auf Deutsch heißt, sondern auch zum Beispiel beim Metroliner oder diversen anderen Güterzugsets, die werden immer teurer. Also unbeschreiblich, wie da die Preise durch die Decke gehen. Also wir könnten uns gut vorstellen, dass da einfach ein Markt dahinter ist. Er hat auch noch, Tommy Seabriggs hat auch noch ein kleineres Dampflokmodell designt, welches uns auch sehr gut gefällt. Ich kann mich da nur anschließen, was er da gesagt hat. Und zwar ist es ja das Problem, Lego wird wahrscheinlich jetzt mal für die nächste Zeit beim neuen Powered-Up-System bleiben, was wir an sich ja ganz gut finden, weil Bluetooth ja wirklich eine ganz nette Technologie ist, auch wenn wir natürlich 9 Volt vorziehen, aber man kann ja zum Glück alle Powered Up und auch Power Functions Züge relativ leicht auf 9 Volt umbauen. Das Problem ist, dass man bei den kleinen Loks natürlich keine Batteriebox einbauen kann. Die muss dann irgendwo im nächsten Waggon oder im Tender sein und der Zug wird dann mehr oder weniger, oder die Lokomotive wird dann angeschoben, was zum Teil bei den Dampfeisenbahnen für Probleme sorgt, da die in den Kurven sehr leicht entgleisen mit den komplizierten Gestänge an den Rädern und an den Achsen. Das wäre aber natürlich irgendwie schon zu machen, auch eine kleinere Lokomotive. Wir würden uns sehr freuen, wenn es wieder mal einfach neue Waggons geben würde, Containerwaggons, Boxwaggons, alles Mögliche, man könnte da so viel machen. Und ich denke auch, dass schaut euch mal wirklich verschiedene City-Layouts an, nicht nur unseres. Gibt es da irgendein Layout, wo kein Zug fährt? Wahrscheinlich ganz wenige. Natürlich, wenn jemand kein Zugfreund ist, dann gut. Aber die meisten City-Layouts haben auch eine Zugstrecke. Viele Zugenthusiasten geben sogar sehr viel für Züge aus. Die haben zum Beispiel auch wir haben eigentlich mehr Zug als Rita zum Beispiel möchte. Die Schienen brauchen relativ viel Platz, aber Züge sind einfach, auch bei Chainbricks zum Beispiel, sind einfach ein elementarer Teil einer jeden Stadt und wenn sich da was bewegt, finden wir das total cool. Dasselbe ist auf Ausstellungen. Wir waren jetzt zwar schon längere Zeit nicht mehr persönlich auf einer Lego-Ausstellung, aber habt ihr schon mal eine Lego-Ausstellung gesehen, wo es keinen Zug gibt? Wohl eher kaum. Also ist das, wäre das natürlich eine Geschichte. Und ich sage noch einmal, natürlich nicht nur bei den Zügen, auch andere Themen gingen durch die Decke in den letzten Monaten und da werden die Preise wahrscheinlich auch nicht mehr viel fallen, aber bei Zügen ist es ganz besonders spürbar, dass hier eine Nachfrage da ist. Die beiden Züge, die jetzt am Markt sind von Lego, sind okay. Wir würden auch sehr begrüßen, wenn es weiterhin Züge für Kinder geben würde, dieses 5 Plus oder 6 Plus Label und so aufgemacht, wie sie erscheinen in den vergangenen Jahren, ist für uns vollkommen in Ordnung, aber wir würden uns einfach wahnsinnig freuen, wenn es in der Lego-Welt, ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, eine eigene Züge-Themenserie zu machen. Das hat es ja mal gegeben, damals mit den Lego Trains, wo es Bahnübergänge gegeben hat und Servicefahrzeuge und wie gesagt, alles von A bis Z, große Krananlagen und so weiter. Davon, glaube ich, brauchen wir nicht mal träumen. Aber es wäre auf jeden Fall cool, wenn Lego jetzt, nachdem sie das Krokodil erfolgreich getestet haben, hier wieder ein bisschen mehr auf den Markt aufspringt. Sie haben ja eigentlich sehr gut bewiesen, dass sie Züge noch immer bauen können. Die Lokomotive, das Krokodil, ist ein wirklich schönes Set geworden. Aber was fehlt natürlich? Waggons dazu. Und was fehlt? Mehr Züge. Es muss keine Elektrolok sein, es kann auch wieder mal eine Dampflok sein, es kann eine Diesellok sein. Wir werden da sehr flexibel. Wir würden uns auch wieder mal über eine klassische S-Bahn freuen. Könnte natürlich auch, oder eine U-Bahn, passend zu unserem aktuellen Projekt. Aber irgendwas in die Richtung hoffen wir inständig, dass Lego da raushaut. Wie gesagt, in den nächsten
vielleicht Tagen oder Wochen werden wir sehen, ob sich meine Hypothese bewahrheitet, dass wir Anfang 2022 wieder neue Züge im Lego-Sortiment sehen, oder ich hoffe zumindest. Ich habe gerade vorhin im Playmobil-Katalog nachgeschaut, da habe ich nur mehr Züge für Kleinkinder gesehen. Wenn ihr euch erinnert, Playmobil hatte auch mal diese Züge, wo man so mit einer Fernsteuerung die Geschwindigkeit regeln konnte, so eher für ein bisschen größere Kinder. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder habe ich im falschen Katalog nachgeschaut. Bei Lego haben wir, wie ihr wisst, die 2 Sets und das war's. Die Krokodilgeschichte ist ein bisschen extra zu behandeln, weil das ja so ein exklusives oder jetzt teilexklusives Set war. Aber ja, mal sehen, wie da die Richtung oder die Stimmung ist. Ich habe so die Vermutung oder besonders ist es eigentlich eine Hoffnung. Lego hat ja auch zum Beispiel jetzt wieder dieses Creator 3 in 1 Ritterburgen-Set rausgebracht, was auch anscheinend ein großer Erfolg ist. Es ist zwar mit 100 Euro, jetzt steigt ja der Preis auf 120. Gratulation. Auch viel wieder mal in Richtung Ritter rausgebracht. Es gibt auch diverse andere Serien, die sie jetzt ein bisschen wieder aufleben haben lassen, was uns sehr gut gefällt. Und ich denke mal, so wie sie das machen mit den ganzen großen Techniksets und mit diesen Supercars und dem Ganzen, wo sie ja auf gut Deutsch gesagt verlangen können, was sie wollen und die Fans kaufen das. Zum Beispiel diesen Bugatti oder den Lamborghini um 300 und so weiter Euro. Warum machen sie dasselbe nicht mit den Zügen? Das heißt jetzt nicht, dass sie uns Fans damit melken sollen und da Züge rausbringen, die wir ja sowieso bezahlen, aber ich denke, da wäre ein Markt da und es wäre sehr schön, wenn wir da wieder mal was sehen würden. Ja, Inhalt des Videos sollte natürlich auch sein, dass wir euch, oder ich besser gesagt, Rita natürlich auch in Vertretung von mir, dass wir euch fragen, was ihr euch wünschen würdet in Bezug auf Lego-Züge. Das kann jetzt sein rollendes Material an sich oder auch Zubehörgeschichten. Gibt es was ihr gerne wieder mal sehen möchtet? Mein persönlicher absoluter Favorit wäre mal wieder ein Zugset der amerikanischen Bauart. Ihr wisst, ich bin zwar ein großer Metroliner-Fan, der ja übrigens auch der amerikanischen M-Pratt nachempfunden ist, by the way, aber ich würde ganz gerne wieder mal so ein Zugset im Stil der Santa Fe sehen. Ich finde das ein total cooles Zugset, auch mit den insgesamt 5 verschiedenen Waggons, die man dazu bauen kann. Das ist genial, also kann man wirklich fast nicht übertreffen. Habt ihr mal geschaut, was so ein Waggon kostet? Uns fehlt noch einer. Wir haben 4, einer fehlt noch. Unbezahlbar. Oder zum Beispiel auch diese Burlington Northern Santa Fe, die 10133 mit dem Doppelcontainerwagen, diesem Intermodal TTX. Das ist ein so schönes Set und ja, ich weiß nicht, auf welcher Zuganlage dieses Set oder diese beiden Sets eine schlechte Figur machen wollen. Lego kann auch sehr gut Hogwarts Expresses machen, da ist Rita ein großer Fan davon, die werden auch gemockt bis zum geht nicht mehr. Auf Rebrickable, wenn ihr da nach Train sucht, kommen, ich glaube, tausende Ergebnisse. Auch bei Ideas haben wir immer wieder Züge, also es wäre da auf jeden Fall ein Markt da, denken wir. Ich habe schon gesagt, jetzt die Mocking- und Modding-Szene. Und wir haben es auch gesehen, das sage ich auch nochmal in aller Ehrlichkeit, unser Video, übrigens danke dafür, unser Video über die U-Bahn hat wieder Leute am Kanal hervorgebracht, vielen lieben Dank dafür, die wir schon länger nicht mehr am Kanal gesehen haben und das freut uns total. Also Züge dürften ein Thema sein, die einen, ja, natürlich gefallen oder nicht gefallen, aber Züge sind auch ein Thema, die irgendwie, ja, so manch ein Modelleisenbahner-Herz oder auch ja, Klemmbaustein-Freunde-Herz höher schlagen lassen. Und wir hoffen inständig, also Lego, wenn ihr das Video seht, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber bitte bringt wieder Züge raus. Und an euch, schreibt uns gerne, welches Zugset ihr sehen wollen würdet bei Lego, auf was ihr euch freuen würdet und wie ihr denkt, dass 2022 in der Zugwelt bei Lego so aussehen wird. Das wollte ich mit diesem Video sagen. Macht euch einen schönen Tag. Das Video ist heute ist Sonntag, also einen schönen Sonntag oder wenn ihr später seht, dann einen schönen Tag, wann auch immer. Und wir sehen uns in Wild City oder ansonsten hier wieder mal vor Ort. Schöne Grüße von Rita und von dem Kleinen auch an euch und bis bald.